Ja, hallo. Ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung und wir wollen hier mit Kapitel 3 anfangen, und zwar mit einem zentralen Thema der Vorlesung hier, der Entwicklung oder auch die Konzepte zur Entwicklung von Exoskeletten. Ja? Das heißt von Erweiterungen, also von assistiven Systemen, wie man hier sieht, die menschlichen Fähigkeiten erweitern bzw. Bewegungslimitationen der oberen, aber auch der unteren Extremität kompensieren. Was erwartet uns? Also wie ich bereits erwähnt habe zu Beginn der Vorlesung, geht es hier nicht nur darum, jetzt die unterschiedlichen Systeme, die es gibt, jetzt durchzugehen und mit euch zu besprechen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir die Konzepte, die dahinter stehen, ein bisschen analysieren. Also wenn es um obere Exoskelette der oberen Extremität geht, was sind die zentralen Fragen, die dort beantwortet werden müssen? Natürlich allgemein die zentralen Fragen, die beantwortet werden müssen bei der Entwicklung von Exoskelette, aber was ist das Besondere bei Exoskeletten der unteren Extremität? Und da werden wir sehen, dass das Konzept von Redundanz oder kinematische Kompatibilität, ja, zwischen dem menschlichen Körper und dem Exoskelett der oberen Extremität hier eine zentrale Rolle spielt, weil die obere Extremität des Menschen eine hohe Redundanz hat. Ja, also wir wissen, dass wir unglaublich viel mit den Armen machen können, und wenn wir so ein Exoskelett entwickeln, der uns unterstützt bzw. augmentiert, dann müssen natürlich diese Besonderheiten oder diese Redundanz Berücksichtigung finden. Dann werden wir unterschiedliche Typen von Exoskeletten, also konzeptuelle Typen von Exoskeletten kennenlernen, und bevor wir auf Exoskelette der unteren Extremität eingehen, beziehungsweise Ganzkörper-Exoskelette, wo wir auch dort sehen, dass beispielsweise die Art und Weise, wie diese Systeme aktuiert sind, ja, also was sind die Requirements im Sinne von Adaption, also menschenähnliches Laufen nicht im Hinblick auf Kinematik und Bewegungstrajektorien der Gelenke, sondern tatsächlich im Hinblick auf Nachgiebigkeit der Systeme, Nachgiebigkeit des Menschen beim Laufen, was ja durch die Muskeln ja gegeben ist, und wie kann man hier besondere oder passende Aktuierungsmechanismen und Strategien, sogenannte elastische Aktuierung, hier einsetzen, um sowas zu realisieren. Genau, da werden wir dann bei diesen Exoskeletten so auf Nachgiebigkeit, also Stiffness Requirements für die Realisierung von unterschiedlichen Arten beim Laufen. Wie kann man das Ganze anpassen auf unterschiedliche Körpergewichte? Ja? Und wir werden hier auch Beispiele aus der Literatur kennenlernen. Und ganz am Ende wollen wir natürlich Handexoskelette betrachten, wo die Synergien in der menschlichen Hand eine zentrale Rolle spielen. Also wie kann man ein System, was Bewegungen der Hand kompensiert, also Einschränkungen der Bewegungen der Hand kompensiert, beziehungsweise Bewegungen der Hand erweitert, also stärker macht, ohne dass wir jetzt diese Vielzahl von aktiven Freiheitsgraden realisieren müssen, wie die wir in der Hand kennen. Also Konzepte der Synergien, Unteraktuierung, also wie man Synergien Bewegungssynergien der menschlichen Hand mechanisch realisieren kann mit Konzepten der Unteraktuierung. So, das heißt, es soll am Ende so ein Verständnis von den speziellen Anforderungen für Exoskelette der unterschiedlichen Extremitäten kommen, und es sollen natürlich Ideen hier entstehen bzw. Wissen vermittelt werden, wie diese unterschiedlichen Anforderungen bei heutigen State-of-the-Art-Systemen berücksichtigt wurden. Wir fangen heute mit der oberen Extremität und haben ein volles Programm. Aber bevor wir jetzt in die Details eingehen, vielleicht ganz kurz,
was sind eigentlich die Komponenten von einem Exoskelett, die man normalerweise hat. Also man stellt sich vor, wie wir auf den Folien davor gesehen haben, dass irgendein Roboter, den man anziehen kann. Ja? Und in so einem Roboter natürlich haben wir mehrere Komponenten. Einmal haben wir der Mechanismus, wie die einzelnen Gelenke tatsächlich realisiert wird. Wo liegen die einzelnen Freiheitsgrade? Wie sind sie angeordnet? Wie viele Freiheitsgrade sind vorgesehen, um die Bewegungen eines Gelenks im menschlichen Körper nachzubilden? Ganz zentral ist die Frage der Aktoren. Das heißt, welche Aktoren setzt man überhaupt ein, insbesondere für die untere Extremität, wenn es darum geht, die Drehmomente, die wir kennen oder die wir kennengelernt haben, beim Laufen, geschweige denn von Rennen oder irgendwelche hochperformanten Aktivitäten auszuführen. Welche Aktuatoren kommen überhaupt in Frage? Aktuatoren, die noch tragbar sind, also die vom Gewicht her vertretbar sind oder insbesondere auch von der Menge der Energie, die diese Aktoren brauchen. Das heißt, wir können jetzt hier nicht den beliebige Aktoren nehmen und sagen, naja, über Energie brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, weil diese Aktoren, wenn das System autark, also energieautark funktionieren soll, dann sollen die Aktoren auch entsprechend ausgewählt werden. Und wir haben es immer mit einem Regelungssystem zu tun. Also wenn wir über das Exoskeleton alleine reden, dann müssen wir natürlich irgendwas regeln. Wir müssen ja die Gelenkwinkeltrajektorien so regeln, dass wir die entsprechenden Verläufe, die wir kennengelernt haben, beispielsweise beim Laufzyklus realisieren zu können. Wir müssen die Drehmomente auch regeln, dass wir an der richtigen Stelle das richtige Drehmoment bekommen. Aber es geht nicht nur um Sensoren und Aktoren, die man braucht, um etwas am Exoskeleton zu regeln, sondern es geht darum, dass wir dieses gekoppelte System Exoskelett-Mensch auch regeln müssen. Ja, weil das Exoskelett muss natürlich Intentionen des Menschen erkennen und muss sich proaktiv oder adaptiv anpassen. Ja. Und deshalb ist es von zentraler Bedeutung hier die Schnittstelle zum menschlichen Körper. Und die Schnittstelle zum menschlichen Körper bedeutet auf der einen Seite natürlich, welche Sensorik ist am menschlichen Körper und auf der anderen Seite, welche Steuerungsstrategien oder Entscheidungsunterstützung, also Decision-Making-Strategien hier müssen realisiert werden, damit tatsächlich diese Systeme letztendlich vom Menschen akzeptiert werden. Denn wir wollen Systeme entwickeln, die Menschen wollen. Ja, und nicht einfach, weil es so cool und so spannend und weil wir so mit unserer Mechanik und mit unseren Machine Learning Algorithmen etwas Schönes bauen können, sondern wir müssen tatsächlich das gesamte System hier so realisieren, dass er prädiktiv erkennt, was beispielsweise ein Mensch als nächstes machen soll und zum Beispiel die entsprechenden Reglerparameter anpasst, sodass es am einfachsten ist für den Menschen wird, um das auszuführen, beziehungsweise um es für den Menschen auszuführen, wenn tatsächlich das Exoskelett die Aufgabe selber ausführen soll. Ganz wichtig ist natürlich die Frage der Energieversorgung. Wenn wir jetzt über den menschlichen Körper denken, zum Beispiel die untere Extremität mit mindestens 6 Gelenken ohne Fuß. Das heißt, es sind 6 Aktoren, wenn wir über die Drehmomente ein bisschen nachdenken, die wir das letzte Mal kennengelernt haben, mit 100x Newtonmeter zum Beispiel im Knie oder im Hüftgelenk oder im Sprunggelenk, ja, dann ist das natürlich ein nicht zu unterschätzender Energieverbrauch. Und wenn die Systeme, wie bereits erwähnt, autark, also energieautark funktionieren sollen, ein Arbeiter, der so ein Exoskeleton morgens anzieht und 8 Stunden damit arbeiten soll, dann müssen wir natürlich uns Gedanken darüber machen, wie sieht es aus mit der Energieversorgung. Das sind so die Hauptkomponenten, also Mechanismus, Aktoren, Sensoren, natürlich die Steuerung nicht nur von dem Exoskeleton als System, als separates System, sondern die Steuerung von dem Mensch-Exoskeleton-Systems,
wo die Schnittstelle natürlich zum menschlichen Körper auch eine zentrale Rolle spielt. So, das sind so die Komponenten, aber was sind eigentlich die Anforderungen an anziehbaren Roboter? Ich habe es bereits erwähnt, eigentlich vielleicht die übergeordnete Anforderung ist, dass wir Systeme bauen wollen, die Menschen haben wollen. Ja? Das heißt natürlich Systeme, die vom Menschen akzeptiert werden und Systeme, die akzeptiert werden als solche, die einem unterstützen und nicht das Leben schwer machen. Und das ganze fällt und steht mit der Frage des Komforts. Ja? Das heißt, wie komfortabel ist tatsächlich so ein System für den Menschen? Ja, tragen Menschen so etwas gerne oder ist eher eine Belastung und eine Behinderung? Und wenn das so eine Belastung oder Behinderung wird, dann haben wir das Ziel verfehlt, beziehungsweise das ist nicht ein System, was ein Mensch haben will. Deshalb an erster Stelle Komfort. Und Komfort ist nicht nur jetzt ja, es ist so, dass man sich wohlfühlt da drin, ja, und dass es nicht zu einer Einschränkung der Bewegung oder einer Beeinträchtigung der Bewegungsmöglichkeiten und Geschicklichkeit, die man normalerweise ohne Exoskelett hat. Wir wissen ja, dass Safety oder die Sicherheit des Menschen eine zentrale Rolle in Robotik allgemein spielt. Und wir wissen, dass die meisten Roboter heutzutage in Käfigen arbeiten, weil tatsächlich diese Sicherheit des Menschen nicht perfekt garantiert werden kann. Das heißt, je näher ein Mensch und ein Roboter aneinander kommen, desto prekärer werden diese Sicherheitsanforderungen, die erfüllt. Also desto wichtiger wird es, dass Sicherheitsanforderungen erfüllt und garantiert werden. Und bei einem Exoskeleton kommen Mensch und Roboter verdammt nah aneinander. Ja, weil das ist ja eng gekoppelt mit dem menschlichen Körper. Das ist nicht ein Roboter, der auf eine bestimmte Distanz operiert, sondern das ist ein Roboter, der tatsächlich am Körper operiert. Und deshalb natürlich die Frage der Sicherheit des Menschen hier ist von zentraler Bedeutung. Und wann will man ein solches System haben? Natürlich, wenn die Performance von diesem System entsprechend gut ist. Das heißt, wenn ein Exoskeleton mich augmentieren soll, dann soll er tatsächlich in seiner Leistungsfähigkeit, in seiner Performance das aufbringen. Wenn ein Exoskeleton eine Person mit Bewegungseinschränkungen unterstützen soll, dann soll tatsächlich so durch seine Performance oder seine Leistungsfähigkeit diese Unterstützung bringen. Ganz wichtige Anforderungen, die miteinander zusammenhängen, gerade mit der Frage Energie bzw. Unterstützung oder Grad der Unterstützung, ist einmal Strength-to-Weight-Ratio. Ja, das heißt, welchen Grad von Unterstützung bei welchem Gewicht von diesem Exoskelett. Gewicht bezieht sich dann auf die Struktur, aber auch auf die Ektoren, die größer bzw. performanter sein sollen, um eine größere Unterstützung anbieten zu können. Also stärker oder schwerere Objekte tragen zu können, schneller laufen zu können und so weiter und so fort. Und das kann man sich vorstellen, dass es stark zusammenhängt mit dem Verhältnis von Energie zu Gewicht. Ja, klar, je leichter das Exoskelett ist, desto weniger braucht man Energie, um das Eigengewicht von dem Exoskeleton mitzubewegen, weil man muss ja nicht nur den Menschen, sondern man muss auch den Menschen in einem Exoskelett, also dieses gekoppelte Mensch-Exoskelett-System tatsächlich nicht nur steuern, sondern auch bewegen. Da bedeutet, dass man hier Energie aufbringen muss, die sowohl das Gewicht vom Menschen als auch das eigene Gewicht vom Exoskeleton tragen muss bzw. versorgen muss. Ja, wenn es darum geht, und das ist so ein bisschen,
der Traum bzw. die Vision, dass diese anziehbaren Robotertechnologien Assistenten für alle Menschen mit Bewegungseinschränkungen, ohne Bewegungseinschränkungen, dass jeder von uns sowas haben kann, dann spielt natürlich die Frage der Kosten hier eine zentrale Rolle. Bis jetzt werden die Systeme hauptsächlich in Rehabilitationsanwendungen eingesetzt, wo natürlich die Kosten enorm oder hoch sind, wo die Kosten auch von diesen Systemen nicht zu unterschätzen sind. Aber damit jeder von uns diese Systeme haben kann, muss man sich darüber Gedanken machen, allgemein in der Robotik, auch wenn wir davon reden, dass Roboter im Haushalt uns unterstützen, dann müssen natürlich die Roboter eine bestimmte Preisklasse haben, sodass alle Leute sich sowas leisten können. Das letzte, was ich hier auf der Folie aufgeschrieben habe, ist das Design. Ja, weil für viele Leute ist das wie ein Kleiderstück, wenn es darum geht, die eigenen Fähigkeiten zu augmentieren, da muss dieses Exoskelett ansprechend aussehen und entsprechendes Design aufweisen. Es gibt in der Prothetik tatsächlich User oder Nutzer, die unterschiedliche Prothesenhände haben wollen in unterschiedlichen Farben, in unterschiedlichen Designs. Sehr, sehr ausgefallene Designs, sodass man so immer sofort merkt, ja, der hat ja was anderes an, künstliches, cooles an. Oder ein Design, wo man gar nicht merken kann, dass man eine künstliche Extremität wie eine Hand oder einen Arm hat. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, wo vieles hier zusammenspielt. Also nicht nur das Design aus Designperspektive, sondern auch die Fertigungstechnologien. Also welche neuartigen Fertigungstechnologien, insbesondere 3D-Drucken von beliebig geformten Materialien, von Materialien, die man beliebig formen kann oder in beliebigen Formen drucken kann, bis hin zu Materialien, in denen man auch bestimmte Sensoren integrieren kann, um zum Beispiel Informationen über den menschlichen Körper oder ähnliches mal erfassen zu können. So, nach dieser kurzen Einführung, wo ich kurz tatsächlich auf diese zentralen Anforderungen bei anziehbarer Robotik allgemein eingehen wollte, fangen wir an, und zwar mit Exoskelette der oberen Extremität. Und bei diesen Exoskeletten der oberen Extremität spielt das Konzept der Redundanz hier eine zentrale Rolle. Und die Redundanz vom Arm lässt sich so beschreiben, dass man sagt, man hat mehr Freiheitsgrade als notwendig ist, um eine Aufgabe auszuführen. Stellt euch mal vor einen Tisch, und auf diesem Tisch gibt es einen planaren Roboter, und dieser planare Roboter soll nur Objekte auf dem Tisch greifen und irgendwo abstellen, auch auf dem Tisch. Und man weiß ja, die Objekte auf dem Tisch, die kann man mit 3 Parametern spezifizieren, deren Positionen. Das heißt XY und irgendein ein Winkel, eine Orientierung. Um das zu realisieren, brauche ich 3 Bewegungsachsen von einem Mechanismus, der auf dem Tisch arbeitet. Klar, ich muss den gesamten Arbeitsraum abdecken, aber mit 3 Gelenken ist man in der Lage, sowas zu realisieren. Wenn ich jetzt einen Mechanismus habe, also einen Roboterarm auf dem Tisch, der 4 Gelenke hat oder 5 Gelenke hat, dann ist das mehr als notwendig. Natürlich, dieses mehr als notwendig ist aus steuerungstechnischer Sicht erschwert die Steuerung von so einem System, aber gibt uns mehr Möglichkeiten, um tatsächlich das Objekt an einer bestimmten Stelle zu greifen. Ich kann das Objekt so rumgreifen, wenn ich 3 Freiheitsgrade habe, wenn ich 4, kann ich das Objekt von der anderen Seite mit dem Arm greifen. Also mit dem gleichen Arm auch von der anderen Seite greifen. So, das heißt, man kann sich jetzt vorstellen,
dass ein Roboterarm mit 6 Freiheitsgraden, um diese Aufgabe auf dem Tisch mal auszuführen, natürlich viel Redundanz hat. Er hat 3 Freiheitsgrade mehr als notwendig ist, um Objekte auf dem Tisch zu greifen und irgendwo abzustellen. Aber wenn dieser Roboterarm die Objekte im dreidimensionalen Netz manipulieren soll, also auf dem Tisch greifen und irgendwo anders abstellen, auf einem Regal oder ähnliches, dann ist dieser Roboter nicht mehr redundant für diese Aufgabe. Ja, das heißt, für die Aufgabe Objekte auf dem Tisch ist ein 6 DOF Roboterarm redundant, aber für eine Aufgabe im kartesischen Raum ja, ist dieser Roboter nicht mehr redundant. Und wir wissen ja, es geht ja um Manipulation von Objekten, wenn es um Arme oder Handy geht. Und wenn wir jetzt den menschlichen Arm betrachten, dann ist er unglaublich redundant, weil bei der Manipulation oder hat einen höheren Redundanzgrad. Bei der Objektmanipulation wissen wir, dass Posi von Objekten, also sowohl Orientierung als auch Position, durch 6 Parameter beschrieben werden kann. Also eigentlich brauche ich 6 Achsen bei einem Roboterarm, um diese Objekte zu greifen und irgendwo abzustellen. Aber wenn wir über den menschlichen Arm oder die kinematische Struktur vom menschlichen Arm betrachten, dann wissen wir, dass wir über 9 Freiheitsgrade in der Schulter haben. Und wenn wir das innere Schultergelenk, also Schlüsselbein und Schulterblatt außer Acht lassen, dann bleiben trotzdem 7 Freiheitsgrade mit den 3 in der Schulter, 1 im Ellenbogen, 1 Unterarm und 1 im Handgelenk. Also auch ein siebenachsiger Roboter oder Exoskelett wäre redundant im Sinne der Manipulation von Objekten im 6D-Raum. Und beim menschlichen Arm sehen wir eigentlich, was Redundanz bedeutet. Wenn ich jetzt hier dieses Objekt in der Hand halten will, an dieser Position und in dieser Orientierung, dann sieht man, dass ich eine ganze Menge von Konfigurationen des Armes habe, mit denen ich das Objekt an der gleichen Stelle festhalten kann. Eine Möglichkeit, was man macht zur Steuerung hier, natürlich, das ist auf der einen Seite toll, weil da kann ich beispielsweise das Objekt hier halten, aber Hindernisse an der Stelle ausweichen, indem ich statt diese Stellung hier nehme. Das erschwert natürlich ein bisschen die Steuerung, aber das ist auch ein Vorteil, weil dadurch kann man zusätzliche Randbedienungen bei der Ausführung einer bestimmten Aufgabe berücksichtigen. Und eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel diese Redundanz beim menschlichen Arm hier beschreibt, das stammt so von meiner Doktorarbeit, wo ich gesagt habe, ja, 7 Freiheitsgrade, dann wenn die Schulter fest ist und das Handgelenk fest ist, dann weiß ich eigentlich, dass mein Ellenbogen auf der Oberfläche von einer Kugel mit dem Zentrum in der Schulter und mit einem Radius der Länge vom Oberarm sich bewegt und das gleiche beziehungsweise dieser Punkt Ellenbogen bewegt sich auch auf der Oberfläche einer Kugel mit dem Zentrum im Handgelenk und Radius vom Unterarm. Und wenn ich diese 2 Kugeln oder Ellipsoide und so weiter miteinander schneide, dann bekomme ich eine parametrische Kurve, entlang der mein Ellenbogen sein kann, wenn ich ein Objekt an dieser festen Position halte. Und wenn man diese parametrische Kurve hat, zum Beispiel hier mit diesem Parameter Alpha, dann kann man sagen, okay, ich will die Hand dort haben und ein Alpha von 30 Grad oder 40 Grad, beziehungsweise es gibt andere Möglichkeiten, mit denen man hier diese Redundanzauflösung lösen kann. So viel hier zum Konzept von Redundanz, was ja ganz wichtig ist für Exoskelette der oberen Extremität. Aber wir gehen einen Schritt zurück und denken wir an alle Arten von Exoskelette, die man so realisieren kann und wie die Redundanz in diesen Mensch-Exoskelette-Systemen aussieht. Ja? Ganz allgemein unterscheidet man 4 Typen von Exoskeletten. Einmal sogenannte endpunktbasierte Exoskelette, dargestellt hier bei A. Ich suche meine Maus.
Das heißt, man sieht hier eigentlich, man hat nur einen Kontakt am Endpunkt. Ja, sei es jetzt hier am Fuß für die untere Extremität oder an der Hand hier für die obere Extremität. Und da werden wir gleich Beispiele hier sehen. Ja. Natürlich die Redundanz von diesen Systemen ist gegeben durch die Redundanz von dieser kinematischen Kette und von der Aufgabe, weil Redundanz ohne Aufgabe können wir gar nicht definieren. Ja, ich habe vorher erwähnt, dass für eine Aufgabe auf dem Tisch, wo ich 3 Freiheitsgrade brauche, ist ein Roboter mit 6 Freiheitsgraden redundant, aber für eine andere Aufgabe nicht. Ja? Das heißt, alle Überlegungen von vorher beziehen sich hier drauf. Der zweite Typ von Exoskeletten ist das, was man, und das ist nicht anziehbar. Ja, also da würde man nicht hier davon sprechen, dass tatsächlich so ein System anziehbar ist. Man kann sich vorstellen, das ist so, wie wenn man Sport macht, wo man nur mit dem Fuß, also die Beine mal trainiert und nur der Fuß einen Kontakt mit dem Pedal hat, ja, beziehungsweise wo man mit Hilfe von diesem Griff hier irgendeinen Roboter an einer entfernten Stelle steuert. Ganz einfach ausgedrückt. Aber angezogen ist es ja nicht. Ja? Das ist, glaube ich, nicht eure Vorstellung auch von Exoskeletten. Dieser Vorstellung gehen wir ein bisschen näher, wenn wir uns über sowas nachdenken. Also anziehbar und kinematisch äquivalent zum menschlichen Körper. Und man sieht hier, was bedeutet anziehbar. Das heißt, wir haben einen Kontakt hier mit dem menschlichen Körper. Das ist schematisch dargestellt. Oberarm, Unterarm, Oberschenkel, Unterschenkel, natürlich Fuß und Hand. Und kinematisch äquivalent, das heißt eigentlich, wir nehmen so viele Gelenke, wie die korrespondieren, so viele Gelenke im Exoskeleton wie die korrespondierenden Gelenke des Menschen. Also 3 Freiheitsgrade in der Schulter, 1 Freiheitsgrad im Ellenbogen und 2 Freiheitsgrade vielleicht im Handgelenk. Kinematisch unterschiedlich, also auch anziehbar, aber kinematisch unterschiedlich. Da sieht man hier, dass man natürlich hier anziehbar, das heißt, wir haben Kontakte mit mehreren Stellen des menschlichen Körpers, aber man sieht, dass wir beispielsweise in der Schulter nicht nur ein Gelenk hier haben, sondern mehrere Gelenke hier haben. Das gleiche auch im Ellenbogen sieht man, dass wir auch mehr Gelenke haben, als notwendig ist, um tatsächlich dieses Gelenk makroskopisch nachzubilden. Also Ellenbogengelenk makroskopisch oder Schultergelenk. Man muss sich vorstellen, hier diese Kreise, die sind Gelenke mit 3 Freiheitsgraden. Das heißt, da hätten wir hier 9 plus 4, 12 für die Schulter statt 3. Ja? Und die nächste Kategorie oder die 4. Kategorie von Exoskeletten sind sogenannte Soft Exosuits. Ja? Und da sieht man hier, das ist tatsächlich angezogen am menschlichen Körper und das Ganze ist weich. Ja? Das heißt wie ein Kleiderstück und auf dem Rücken hier in diesem Rucksack eine ganze Menge von Aktoren, Sensoren, Rechner und so weiter und so fort. Und Redundanz bedeutet, dass die Redundanz von der Extremität, von der menschlichen Extremität und die Redundanz vom Exoskeleton muss sich übereinstimmen. Das heißt, wenn wir tatsächlich Exoskelette entwickeln wollen, die Redundanz des biologischen Vorbildes haben, beziehungsweise ich kann es auch schon sagen, die keine Einschränkungen der Bewegung des Menschen haben, dann muss die Redundanz in beiden Systemen gleich sein. Das heißt, wir müssen nach Möglichkeiten suchen, mit denen wir diese Redundanz zwischen Extremität des menschlichen Körpers, untere, obere und so weiter und so fort und Redundanz von dem Exoskeleton gleich werden, damit die Drehmomente, die wir ausüben, auf eine eindeutige Art und Weise zu den Gelenken des menschlichen Körpers transferiert wird. So, nun wollen wir kurz mal diese unterschiedlichen Konzepte mal angucken und deren Vor- bzw. Nachteile genauer hier analysieren. Also endpunktbasierte Exoskelette.
das Exoskelett ist nur an bestimmten Punkten mit den Extremitäten des Körpers, des menschlichen Körpers verbunden, zum Beispiel Hand oder Fuß. Der Vorteil, natürlich die Kinematik hier ist komplett unabhängig von der Kinematik des menschlichen Körpers. Da haben wir überhaupt keine Probleme, ja, dass bestimmte Drehmomente nicht genau in den Achsen, generierte Drehmomente nicht genau in den Achsen des menschlichen Körpers eingeleitet werden. Das gibt es ja nicht, da gibt es überhaupt keinen Kontakt. Der Nachteil, man kann tatsächlich keine genaue Aufprägung von Drehmomenten erreichen. Ja? Also es können zum Beispiel sogenannte parasitische Drehmomente auftreten, die auch eine Beeinträchtigung des menschlichen Körpers. Also wenn zum Beispiel die Bewegung hier bei diesem Pedal nicht perfekt läuft, dann kann man natürlich davon nicht die untere Extremität trainieren im Sportstudio, sondern man kann davon Schaden bekommen. Und die Anwendungen, die man hat für diese Typen von Exoskelette, also das ist eigentlich Exoskelett der unteren Extremität, endpunktbasiert, das ist wie Fahrradfahren. Ja, also bei Fahrradfahren, wir wissen ja, dass wir auf dem Pedal immer drücken und dadurch tatsächlich uns schnell bewegen. Ja, oder beziehungsweise diese Traininggeräte im Sportstudio, die werden tatsächlich in vielen bei vielen Rehabilitationsanwendungen eingesetzt. Bei endpunktbasierte Exoskelette für die obere Extremität, da geht es ja hauptsächlich um Telemanipulation. Also dass man tatsächlich mit Hilfe von diesem Exoskelett hier, von diesem Halter, von dem, was man in der Hand hält, um Bewegungen von diesem Exoskelett, zum Beispiel ein entfernter Manipulator oder Roboter steuert. Einige von denen werden auch zum Beispiel für Kinesthetic Teaching eingesetzt. Also man will ja einem Roboter etwas beibringen, dann kann man anhand von dieser Bewegung hier tatsächlich Daten generieren, aus denen man zum Beispiel Einschenkebewegungen lernt. Und das kann man mit Hilfe von diesen Exoskeletten machen. Man muss sich vorstellen, gerade bei solchen Exoskeletten für die obere Extremität, da ist ja nicht viel Energie notwendig. Das kann es kann ein Spielzeug-Exoskelett sein, was vielleicht genaue Erfassung der Gelenkwinkel hier erlaubt, aber mehr nicht. Und da gibt es hier einige Beispiele und die werden wir im Laufe der Vorlesung hier sehen. Die werden auftauchen, OL7, Plex oder NexExo. Das sind endpunktbasierte Exoskelette. Die zweite Variante sind kinematisch anziehbare und kinematisch äquivalente Exoskelette. Man sieht hier, das Exoskelett hat eine Verbindung oder Kontakt zu jedem Segment der Extremität vom Menschen, also hier zum Oberarm, zum Unterarm, Oberschenkel, Unterschenkel. Und jedes Freiheitsgrad, also beziehungsweise die Freiheitsgrade in einem Gelenk beim Menschen sind repräsentiert bei einem einzigen Gelenk im Exoskelett. So muss man es nennen, weil dieses Gelenk kann ja mehrere Freiheitsgrade haben. Das heißt, hier haben wir 3, hier haben wir zum Beispiel 1 oder 2 im Ellenbogen und hier haben wir 2. Der Vorteil ist eine sehr einfache Struktur. Ja, das heißt eigentlich, das ist so, wie wir das machen würden. Hier 3, hier 2 und hier 1. Braucht man im Vergleich zu den kinematisch nicht äquivalenten, wo wir mehr Gelenke zum Beispiel für die Schulter vorsehen, weniger Platz. Ja. Und die Nachteile ist diese Anpassung. Das heißt, man muss tatsächlich diese Exoskelette ganz genau an den Gelenken des menschlichen Körpers anpassen. Ja? Ansonsten treten sogenannte Misalignments, also kommt es dazu, das bedeutet, es kommt dazu, dass bestimmte Achsen nicht ausgerichtet sind. Also Achsen des Exoskeletts und des Menschen nicht ausgerichtet sind. Und wenn sie nicht ausgerichtet sind und man führt oder das Exoskelett führt eine Bewegung aus, dann kommt es natürlich zu Scherkräfte oder Druckkräfte, die nicht so auftreten sollen.
und führt letztendlich dazu, dass das Gerät oder das System nicht komfortabel ist für den Menschen. Das bedeutet, kein Mensch will das haben. Die Anwendungen hier, zum Beispiel Ersetzung von Funktionalitäten nach Schlaganfall oder in der Rehabilitation, wo man Unterextremität, also Rehabilitation von unterer bzw. oberer Extremität. Und da werden wir hier einige Beispiele sehen, zum Beispiel ein Exoskeleton für Ellenbogen bzw. für die untere Extremität, unsere eigene Entwicklung hier aus Karlsruhe oder den Exobionics Suit. Die dritte Variante, die hat natürlich Kontakt mit jedem Segment des menschlichen Körpers, Oberarm, Unterarm, Oberschenkel, Unterschenkel, aber ein Gelenk im menschlichen Körper, ja, ist repräsentiert bei mehreren Gelenken. Ja, also der Begriff DOF ist vielleicht nicht ganz korrekt hier. Ein DOF, ein Human DOF, ist repräsentiert bei Multiple DOFs, würde nur stimmen, wenn wir mit DOF Bewegung entlang einer bestimmten Achse im Raum beispielsweise. Aber was korrekt und eindeutig ist, zu sagen, dass ein Gelenk im menschlichen Körper durch mehrere Gelenke mit eventuell mehreren Freiheitsgraden repräsentiert ist. Der Vorteil, beziehungsweise warum man das macht, man macht es, damit tatsächlich diese Nicht-Ausrichtung der Achsen und die nicht exakte Aufprägung von Drehmomenten in den Gelenken, die bei kinematisch äquivalenten Exoskeleton auftreten, man macht es, damit das kompensiert wird. Das heißt, wir hätten mit dieser größeren Anzahl von Gelenken hier die Möglichkeit, dass dieses Exoskeleton sich automatisch anpasst, sodass tatsächlich die Drehmomente oder die Achsen parallel verlaufen und die Drehmomente entlang bzw. um die richtigen Achsen eingeleitet bzw. aufgebracht werden. Und das führt natürlich dazu, dass diese Scherkräfte vielleicht, die auftreten aufgrund von nicht perfekte oder nicht genaue Ausrichtung der Achsen, dass diese nicht auftreten bzw. weniger werden, nicht so stark werden und somit natürlich die Tragbarkeit bequemer, also das Exoskeleton bequemer wird. Die Nachteile, natürlich hat man eine komplexe Struktur, weil im Vergleich zu vorher, wo wir nur ein Gelenk haben, haben wir jetzt mehrere Gelenke für die Schulter, sogar mehrere Gelenke für Ellenbogen. Und das bedeutet eigentlich, dass man mehr Platz braucht. Ja? Also mehrere Gelenke oder mehrere Freiheitsgrade bedeuten immer ein weiterer Motor, Sensoren, Steuereinheiten und so weiter und so fort. Anwendungen auch in der Rehabilitation, aber insbesondere bei der Augmentierung, also bei der Stärkung, bei der Verstärkung von Menschen, die alltägliche physikalisch anspruchsvolle oder beanspruchende Aufgaben ausführen. Das ist, was wir ja haben, dass ein Arbeiter beispielsweise, der Koffer den ganzen Tag von Container auf der Fließband tut oder umgekehrt, tatsächlich durch so ein System eine echte Unterstützung hat und dabei sich gut fühlt. Ja? Also das Tragen von so einem Exoskeleton auch bequem bleibt. Und da werden wir hier ein Beispiel für die obere Extremität kennenlernen. Das ist das Harmony Exoskeleton und das IT-Knie. Also ja, das IT-Knie als Beispiel für die untere Extremität. Die letzte Kategorie sind die Soft Exoskelette. Ja, und das ist eine komplett neuartige Vorgehensweise, wo man tatsächlich diese unterstützenden Exoskelette mit Hilfe von nicht so rigiden Materialien wie Roboter, ja, obwohl es gibt jetzt auch Soft Robotic, ja, sondern man versucht über Textilien und über Baudenzüge, wie man sieht hier,
die Kräfte bzw. diesen Verstärkungseffekt zu realisieren. Also meistens tatsächlich sind das Baudenzüge, die die unterschiedlichen Gelenke vom Exoskeleton hier realisieren. Das Exoskeleton sind die schwarzen Teile, die man hier sieht. Das sind wie die Seile hier geführt werden. Natürlich Kontakt zum menschlichen Körper. Und man kann sich vorstellen, das ist vielleicht die beste Komfort oder Bequemlichkeit vom Tragen her. Und da braucht man auch nicht so viel Platz, um die ganzen Motoren und so weiter für die einzelnen Gelenke zu realisieren. Der Nachteil, was auf der Hand liegt, wir können auf gar keinen Fall exakte Kräfte und Momente in den Gelenken aufprägen. Ja, das heißt, dieses Baudenzug, der bewegt sich irgendwie und dann wird ein Moment aufgebracht. Ob dieses Moment tatsächlich um die Achse vom Knie oder Hüfte oder auch Arme und so weiter und so fort verläuft, kann man nie garantieren. So dass hier immer so nebenläufige Drehmomente auftreten, die auch zu einer Beeinträchtigung des Bewegungsapparats führen können. Die Systeme gibt es auch und die werden getestet, zum Beispiel Unterstützung beim Laufen von Patienten mit Muskelschwächen, aber auch zur Augmentierung von gesunden Menschen. Und da werden wir hier zwei Beispiele kennenlernen. Einmal das Harvard Soft Exoskeleton und einmal das Myosuit aus der Schweiz. So, das ist an der Stelle ganz wichtig, diese 4 Unterschiede kennenzulernen, also endpunktbasierte, anziehbare, äquivalent zum menschlichen Körper, nicht äquivalent zum menschlichen Körper und die Soft-Exoskelette, die in den letzten Jahren tatsächlich mehr und mehr an Bedeutung gewinnen und viele der Probleme von den anderen Varianten lösen, aber natürlich mit deren eigenen Problemen oder ihre eigenen Probleme haben, die man auch lösen muss. So, wie ich gerade erwähnt habe, es treten Effekte, also wenn ein Mensch ein Exoskeleton anzieht und die Kräfte und Momente nicht entlang der richtigen Achsen aufgebracht werden oder aufgeprägt werden können, dann treten negative Effekte auf. Und zwar negative Effekte auf für den Bewegungsapparat. Und das kommt dadurch zustande, dass man keine kinematische Kompatibilität zwischen dem Exoskeleton und dem Menschen hat. Also sprich eigentlich die Redundanz von dem Exoskelett und Redundanz von dem menschlichen Körper, da gibt es kein Match zwischen den zwei oder derjenige, der das entwickelt hat, hat nicht so darauf geachtet, dass dieser Match in jedem Punkt im Arbeitsraum, also das reicht nicht, dass es nur bei diesen Bewegungen die Redundanz bzw. die kinematische Kompatibilität gegeben ist, sondern das muss garantiert werden in jedem Punkt im Arbeitsraum, also bei jeder Bewegung von diesen Exoskeleton. Und es gibt also mehrere Faktoren, die zu dieser kinematischen Nicht-Kompatibilität führen. Und diese Gründe bzw. die Faktoren, die resultieren zunächst mal aus der Variabilität der biomechanischen Parameter zwischen unterschiedlichen Nutzern. Ja? Also wir wissen ja, die Längen der Knochen, Distanz zwischen Rotationsachsen, Orientierung der Rotationsachsen ist sehr unterschiedlich von einer Person zu einer anderen Person. Auch der Bewegungsraum, wie wir wissen, für unterschiedliche Personen für die gleiche Achse kann auch anders sein. Aber wir haben auch Variabilität bestimmter Parameter bei einer bestimmten Person während der Bewegung. Das heißt, dass zum Beispiel die Rotationszentren während der Bewegung sich anders verhalten, ja, bei Bewegung A und bei Bewegung B. Das ist eigentlich gegeben, so ist der menschliche Körper aufgebaut und das ist tatsächlich, was man bei vielen beobachtet. Zum Dritten, wir können ganz schwer die genauen
Positionen der Rotationsachsen beziehungsweise auch die Längen der Segmente im menschlichen Körper bestimmen. Ja, das ist sehr natürlich benutzerspezifisch auf der einen Seite, aber es ist auch sehr schwierig zu wissen, wie sich diese Gelenke tatsächlich sich bewegen bei einer bestimmten Aktion oder bei einer bestimmten Aktivität. Genau, und diese Unvorhersagbarkeit, also dass man nicht fähig ist vorherzusagen oder zu berechnen, wo die Gelenkachsen sind während einer Bewegung, führt dazu, dass diese Interaktion zwischen Exoskeleton und Mensch gestört wird. Und zwar je nachdem, wie die Kinematik von dem Exoskeleton ist. Insbesondere diese Bestimmung der Rotationsachsen, Massensegmente könnte man vielleicht einfacher bestimmen, aber die Rotationsachsen und der kontinuierliche Verlauf der Rotationszentren bei einer Bewegung ist das insbesondere schwierig und führt insbesondere bei Exoskeletons, die anziehbar sind und kinematisch äquivalent zu einer großen Störung dieser Interaktion, die normalerweise smooth und bequem sein soll. Diese kinematischen Nicht-Kompatibilitäten, glaube ich auf Deutsch sagt man, kann man unterteilen nach deren Ursachen in zwei Kategorien. Und die erste Kategorie sind sogenannte Makro-Misalignments oder Mikro-Misalignments. Ja, also große Misalignments und kleine Misalignments. Und Misalignments heißt, dass tatsächlich die Achsen vom biologischen System, also vom Menschen, die Achsen der Gelenke vom Menschen und die Achsen vom Exoskeleton nicht parallel verlaufen zu jedem Zeitpunkt, also während der gesamten Bewegung. Und das kann man sich am besten anhand von diesem Beispiel hier sehen. Und das ist so ein Gelenk, von dem man nicht so denken würde, dass das problematisch ist. Das Kniegelenk, man würde denken, die Rotationsachse ist konstant im Raum. Aber wir wissen aus dem Anatomie-Kapitel, dass wir solche Achsen im menschlichen Körper gar nicht haben und dass jede Rollbewegung mit einer Gleitbewegung vom Rotationszentrum verbunden ist. Da sieht man hier das Ganze dargestellt, hier in der Animation. Das ist das Rotationszentrum und wenn man hier das Knie beugt bzw. ausstreckt, wie das Rotationszentrum vom Exoskeleton sich verschiebt. Und wenn man jetzt hier über die Konsequenzen hier nachdenkt, dann haben wir Folgendes. Entschuldigung. Dann haben wir hier das augenblickliche Zentrum der Rotation vom menschlichen Knie in Blau. Dann haben wir hier die Rotationsachse vom Exoskeleton in Rot. Und natürlich, wenn das System uns unterstützt, wenn wir unser Knie beugen, dann treten bestimmte Kräfte auf. Ja, das ist vielleicht auch normal. Ohne das Kräfte auftreten, würden wir keine Unterstützung bekommen oder eine Person, die nicht laufen kann, würde dadurch nicht laufen können. Aber normalerweise sollten diese Kräfte eigentlich auftreten, wie es hier dargestellt. Und da sieht man hier, je weiter diese Rotationszentren voneinander gehen, voneinander wandern oder gehen, ja, desto größer werden diese Kräfte, die hier auftreten. Und das würde bedeuten eigentlich, man hat größere Druckkräfte oder größere Scherkräfte an den Kontaktpunkten des menschlichen Körpers und das würde dazu führen, dass die Menschen sowas nicht haben wollen. So, also das ist so die Grundursache für diese Misalignments. Egal, ob das jetzt Mikro- oder Makro-Misalignments sind. Makro, das sind so große Misalignments oder Abweichungen der Ausrichtung der Rotationsachsen, die zu großen Kräften und so weiter und so fort, Scherkräfte und Druckkräfte ausführen. Und Mikro-Misalignments, das sind kleine
Misalignments, die man kaum sehen kann. Ja, so, also die sind groß, die kann man schon sehen, aber man denkt nicht, dass sie tatsächlich dort auftreten. Und da werden wir mehr dazu hier sehen. Also Mikro-Misalignments, die treten auf, wenn die Gelenke vom Exoskeleton, Entschuldigung, so, Entschuldigung. Also die Makro-Misalignment, die treten auf, wenn man beim Design vom Exoskeleton ein bestimmtes Gelenk übervereinfacht. Ja, also zum Beispiel, dass man sagt, okay, für Schultergelenk brauchen wir nur für Schultergelenk vom Exoskeleton brauchen wir nur 3 Gelenke, ja, um die 3 Rotationsachsen. Und das wissen wir eigentlich, dass diese Übervereinfachung dazu führt, dass die Kräfte bzw. die Momente nicht richtig eingeleitet werden und somit Scherkräfte und Druckkräfte hier auftreten. Und ich glaube, wir brauchen nicht mehr darüber zu reden. Das wissen wir, dass das Rotationszentrum beispielsweise von der Schulter sich immer bewegt, wenn man den Arm nach vorne, nach hinten streckt oder sogar bei kleinen Manipulationsaufgaben muss man nicht so diese extremen Konfigurationen nehmen, damit die Rotationszentren vom Schultergelenk. Und das würde bedeuten eigentlich, dass diese Makro-Misalignments in allen anziehbaren Exoskeletons der oberen Extremität auftreten, die man nur mit 7 Gelenken, 7 Freiheitsgraden realisiert. Warum? Weil wir wissen, klar, 7 Freiheitsgrade sind vielleicht für Ellenbogen, für Handgelenk, Ellenbogen und äußeres Schultergelenk notwendig, aber wir wissen eigentlich wohl, was für eine Rolle unser Schultergürtel bei der oberen Extremität spielt. Das heißt, jedes Exoskeleton, für die obere Extremität, wo wir nur 7 Freiheitsgrade nehmen, würde hier ein Makro-Misalignments aufweisen. Das heißt, das ist wiederum ein Mismatch zwischen zwischen Freiheitsgraden im menschlichen Körper und Freiheitsgraden vom Exoskeleton. Und dieses Mismatch bedeutet, wir haben ein Mismatch der Redundanz. Ja? Das heißt, wir können nicht die Bewegungen, die der menschliche Arm realisieren kann, mit dem angezogenen Exoskeleton tun. Was für Effekte haben diese Makro-Misalignments? In endpunktbasierte Exoskeleton, das sind die, wo wir nur am Endeffektor, also am Fuß oder am Hand, Kontakt zwischen Exoskeleton und menschlichem Körper, gibt es ja sowas nicht. Ja? Die sind überhaupt nicht signifikant, da gibt es keine Ausweichungen von Rotationszentren. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man diese Exoskeleton wirklich diese Art von Exoskeletons nennen soll. Aber wir gehen hier in der Terminologie nach Bonds, ja, sieht man immer hier auf den Folien und dort werden diese Exoskelette als endpunktbasierte Exoskelette. In anziehbaren Exoskeletons führen sie dazu, dass wir Beeinträchtigungen, Einschränkungen im Arbeitsraum des menschlichen Körpers oder der menschlichen Extremität haben. Und das ist eigentlich, was nicht sein sollte, weil so ein Exoskeleton muss uns nicht einschränken, sondern unterstützen und augmentieren. Die Mikro-Misalignments, die sind nicht so naheliegend, wie ich bereits gesagt habe. Und die treten in allen Designs von anziehbaren Exoskeletons. Anziehbar, das heißt in allen außer endpunktbasiert. Ja? Endpunktbasiert ist ja nicht anziehbar, wie wir vorher beschrieben haben. Und die treten auf, wenn die Anzahl der Freiheitsgrade zwischen dem Exoskeleton und Gelenke des menschlichen Körpers ist korrekt. Ja? Zum Beispiel Exoskeleton hat
alle notwendigen Gelenke und Bewegungen von der Schultergürtel nachzubilden. Zum Beispiel Bewegungen von diesem Sternoclavicular Joint oder von der Schulterblatt. Also auch wenn wir sowas haben, treten tatsächlich solche Mikromissalignements auf, weil es gibt immer irgendwelche Abweichungen durch Rutschen, durch nicht perfekte Befestigung an den Kontaktstellen, durch die Variabilität in den unterschiedlichen Parametern des Menschen und so weiter und so fort. Und als Beispiel hier Ellenbogen. Ja, also zum Beispiel beim Ellenbogen, wie man sieht, wir haben immer ein Offset zwischen den beiden Rotationszentren. Also viele glauben, dass das Oberarmbein und die Unterarm Knochen, Elle und Speiche ineinander übergehen. Das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern man hat eine Verschiebung nach draußen, also die Achse geht so, die andere Achse fängt draußen an, ja, und ein bisschen nach vorne versetzt. Das ist durch diese komplexe Struktur vom Ellenbogen, was wir in dem Kapitel Anatomie kennengelernt haben. Und da sieht man hier eigentlich, das ist das Rotationszentrum und das ist vom Exoskeleton. Und da sieht man hier, dass es hier eine große Abweichungen immer auftreten, je nachdem, wie man sich hier bewegt. Was sind die Effekte? Negative Effekte von Mikromisalignments ist, dass zusätzliche Interaktionskräfte oder auch Scherkräfte hier an diesen Stellen auftreten, was man natürlich nicht haben will. Und deshalb ist die Frage, wie kann man, also Makromisalignments ist ja naheliegend, da muss man schauen, dass man den gesamten Arbeitsraum oder die Redundanz zwischen beiden Systemen im gesamten Arbeitsraum matcht, ja. Aber bei Mikromisalignments ist es keine triviale Aufgabe, weil die sind nicht so offensichtlich wie die Makromisalignments. Deshalb eine zentrale Frage beim Design von Exoskeleton ist, wie die kinematische Struktur von einem Exoskeleton, wie kann die kinematische Struktur von einem Exoskeleton realisiert werden, um eine maximale Komfort und eine einfache Verwendung von dem Exoskeleton, einfache Verwendung und Unterstützung natürlich, Verwendung mit Unterstützung, obwohl man diese ganzen Variabilitäten der anatomischen Eigenschaften innerhalb der einzelnen, von einer einzelnen Person beziehungsweise innerhalb von unterschiedlichen Personen. Und was man hier braucht, man braucht also ein Exoskeleton, was natürlich mit dem menschlichen Körper im gesamten funktionalen Arbeitsraum agiert. Ein Exoskeleton, was exakte Drehmomente, Positions- und Geschwindigkeitsprofile für die Gelenke des menschlichen Körpers generiert und somit also ist in der Lage, die komplette Redundanz vom menschlichen Körper auszunutzen. Und ein Exoskeleton, was auf gar keinen Fall Diskomfort bzw. irgendwelche Verletzungsgefahr für den Benutzer darstellt. Und wie geht man hier ran? Das Entwickeln zum Beispiel von humanoiden Robotern ist eine große Herausforderung, aber wenn es darum geht, so ein System tatsächlich, so ein Exoskeleton zu realisieren, dann sind das noch mehrere Stufen in der Schwierigkeit beziehungsweise in der Art und Weise der Anforderungen. Ja, wie gesagt, das ist kein System, der jetzt nur in der Küche irgendwelche Tassen und Teller mal in die Geschirrspülmaschine einräumt, sondern es ist ein System, der verdammt nah am Menschen arbeitet. Und deshalb muss man natürlich hier diese komplette Ergonomie bei der Interaktion zwischen dem System und dem menschlichen Körper hier berücksichtigen. Das heißt, ein Exoskeleton muss oder soll anziehbar sein und nicht endpunktbasiert. Was diese ergonomischen Designprinzipien auch vorgeben, dass ein Exoskeleton soll nicht mehr als 6
Freiheitsgrade, Bewegungsfreiheitsgrade zwischen zwei aufeinander folgenden Kontaktpunkten mit dem menschlichen Körper. Das heißt, wenn wir hier einen Kontaktpunkt haben und hier einen Kontaktpunkt haben, dazwischen sollen nicht mehr als 6 Freiheitsgrade liegen. Wenn wir hier und hier, dann sollen auch dazwischen nicht mehr als 6 Freiheitsgrade liegen. Dann die kinematische Struktur muss nicht unbedingt die kinematische Struktur von dem korrespondierenden Segment oder Gelenk des menschlichen Körpers. Ja, das heißt eigentlich, alle kinematisch äquivalenten Exoskeletons, wie wir sie gesehen haben und nach dem, was wir jetzt hier gesagt haben, die führen zu Makro-Misalignments und auf jeden Fall zu Mikro-Misalignments. Das heißt eigentlich, das ultimative anziehbare Exoskeleton, was wir suchen, was die Community sucht, ist ein kinematisch unterschiedlich, ja, also kinematically different, also anziehbar und kinematically different Exoskeleton. Hier steht, Exoskeleton should not be kinematically equivalent to the human limb. Und wir haben nur eigentlich die kinematisch nicht äquivalenten oder die kinematik verschiedenen kennengelernt oder die Soft Exoskeletons. Ja, und da müssen wir schauen, was am Ende hier sich durchsetzt. Genau, jetzt kommen wir nochmal auf diese unterschiedlichen Typen, die wir kennengelernt haben oder eingeführt haben. Und zwar, wir wollen jetzt hier, wir haben ja die groben Vor- und Nachteile oder die allgemeinen, die übergeordneten Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Typen. Und jetzt wollen wir Beispiele für die unterschiedlichen Typen hier betrachten. Also konkrete Beispiele und fangen wir an mit den endpunktbasierten Exoskeleton für die obere Extremität. Und wie ich bereits gesagt habe, die können oft oder werden oft im Bereich von Teleoperation bzw. natürliche Rehabilitation, aber Teleoperation oder kinästhetisches Teaching, ja, also dass man bestimmte Bewegungen mit Hilfe von diesen Exoskeletons einlernt und diese Daten, die man dort generiert, zum Beispiel nutzt, um Bewegungen für Roboter zu erzeugen, im Kontext von Programmieren durch Vormachen und Ähnliches. So, und ein Beispiel, was wir sehen, sind die UL-Exoskeletons, ja. Und diese UL-Exoskeletons sieht man hier dargestellt, auch von dem Hauptentwickler. Das heißt, die kinematische Kette hier, die ist unabhängig von der Kinematik des menschlichen Körpers, weil der fasst nur hier am Ende und kann das System bewegen und steuern, wie er will. Und da gibt es hier eine ganze Menge also diese UL Exoskeletons, mehrere Prototypen, also angefangen mit einem einzigen Freiheitsgrad für den Ellenbogen. Und da wollte man mit Hilfe von dem System hier schauen, wie gut kann man mit EMG-Daten solche Exoskeletons steuern im Bereich von Rehabilitation. Und man sieht hier der zweite Prototyp schon mit 3 Freiheitsgrade, weil man bemerkt hat, oder wollte man weitergehen und dann nochmal die 2 Freiheitsgrade, also wie unterschiedliche Freiheitsgrade sich koordinieren bei dieser Bewegung, also Multiple Joint Movements. Wie kann man diese Koordination von mehreren Gelenken bei der Ansteuerung von diesen Systemen mit Muskelaktivitäten, also EMG-Signalen oder über Schnittstellen, die auf EMG-Signalen basieren. Und deshalb hier nochmal die Schulter dazu genommen. OL7, wo man tatsächlich 7 Freiheitsgrade hat, und das ist, was wir im Bild hier sehen. Also das ist tatsächlich dieser Roboter bzw. dieses Exoskeleton mit 7 Freiheitsgraden, mit 3 in der Schulter, 2 im Ellenbogen und also 1 im Ellenbogen und 3 im Handgelenk, aber die 3 im Handgelenk, um die Unterhand- oder Unterarmdrehung zu realisieren. Und das Ziel natürlich dieser Forschung ist eine
Multi-Joint, also das Verstehen von mehr Gelenkkoordination im menschlichen Arm, des menschlichen Arms auch bei Rehabilitationsaufgaben. Und neu ist die Version 8, ja. Hat mich sehr gefreut eigentlich, diese Version 8 mit 8 Freiheitsgraden, also wie zum Beispiel der AMA 6, wo wir immer diese zentrale Rolle von der inneren Schultergelenk betont haben, um tatsächlich die komplette Beweglichkeit vom Schultergürtel realisieren zu können. Aber dann war ich ein bisschen enttäuscht, dass diese 8 Freiheitsgrade, dieses 8. Freiheitsgrad nicht für die Schulter ist, sondern für die Hand. Ja? Also man sieht hier 3 in der Schulter, 1 im Ellenbogen, 3 im Handgelenk, wie bei der OL7 und ein weiteres um die Hand tatsächlich hier zu steuern, auf und zu machen. Und das gleiche Ziel, ja, also Verstehen von Koordination mehrerer Gelenke der oberen Extremität, also des menschlichen Arms. Das Ganze wurde von Jacob Rosen, da kann man hier auf seine Webseite beziehungsweise in diesem Paper hier vieles über dieses Design von diesen Powered Exoskeletons, also diese OL-Serie. Und wenn man Interesse hat, kann man dorthin gehen und kann man auch einige Videos hier zu den unterschiedlichen Systemen mal anschauen. Aber wir wollen wissen, wie entwickelt man eigentlich sowas? Ich meine, wir haben jetzt so viel über die grundlegenden Typen von Exoskeletons. Wir haben jetzt ein Beispiel für so ein endpunktbasiertes Exoskeleton. Und jetzt müssen wir uns langsam fragen, wie geht man eigentlich vor, wenn es darum geht, so ein Exoskeleton zu entwickeln. Und insbesondere wollen wir jetzt so den Designprozess für ein Exoskeleton der oberen Extremität angucken. Ja? Und da sieht man hier, womit man anfangen soll. Klar, natürlich Modelle des menschlichen Körpers, deshalb haben wir ja im Kapitel 2 auch Modelle des menschlichen Körpers, also den menschlichen Körper und einige Modelle kennengelernt. Wir haben zum Beispiel unser MMM-Modell gesehen, was anatomisch oder anthropometrisch ist, das heißt, wir können das skalieren und so weiter und so fort. Und wie man sieht hier, das ist auch der Ausgangspunkt beim Design von Exoskeleton. Das heißt, man sieht hier 3 Achsen in der Schulter, 1 im Ellenbogen und 3 im Handgelenk. Das sind die 7 Gelenke. Und jetzt wollen wir ein Exoskeleton für irgendeine Anwendung. Klar, natürlich optimal und genial wäre, das ultimative Exoskeleton zu entwickeln, der alles macht. Ja? Aber das ist noch eine sehr schwierige Aufgabe, verbunden mit großen technischen, technologischen und fundamental wissenschaftlichen Fragestellungen. Und deshalb alle Exoskelette, die wir behandeln werden, die sind für irgendetwas, für eine spezielle Aufgabe. Also diese vielseitigen Exoskelette, die alles wirklich können, die gibt es ja noch nicht. Also man beschränkt sich auf irgendwelche Art der Unterstützung beziehungsweise auf irgendwelche Aktivitäten des Menschen, die man unterstützen kann. Und hier zum Beispiel 19 Aktivitäten des Alltages, sogenannte Activities of Daily Living. Ja? Damit man natürlich ein Exoskeleton entwickeln kann, braucht man irgendwelche Informationen über die Person. Also wie bewegen sich die unterschiedlichen Achsen? Was ist der Bewegungsraum der unterschiedlichen Achsen? Vielleicht welche Drehmomente treten auf bei Daily Activities? Vielleicht hebt man irgendwelche Objekte hoch, stellt man sie runter, schiebt man irgendwas. Und das heißt, man braucht gewisse Informationen, entweder aus Modellen der Biomechanik oder wenn Modelle der Biomechanik sowas nicht zur Verfügung stellen, dann muss man diese Informationen durch Bewegungserfassung und Bewegungsanalyse machen. Und das ist hier ein Beispiel, das heißt, nehmen wir mal an, wir haben diese 19 Aktivitäten, ADLs, Activities of Daily Living, betrachten wir einige von denen, zum Beispiel Reaching Tasks, also wo jemandem was überreicht, zum Beispiel Essen, Trinken,
stellen wir uns vor, eine Person, die solche Aktivitäten, alltäglichen Aktivitäten nicht durchführen kann und wo man durch das Exoskeleton dies ermöglichen will, oder hygienerelevante sich putzen oder trocknen und so weiter und so fort. Mit Hilfe von diesen Bewegungsaufnahmen, also wenn wir zum Beispiel haben wir mehrere oder haben wir viel über Bewegungsaufnahmen, das Massamoto Map und so weiter und so fort, aber das können ja einfachere Systeme sein, mit denen man diese Bewegungen des Menschen aufzeichnet und vor allem Bewegungsräume, Bewegungsgeschwindigkeiten der einzelnen Gelenke. Aber ganz schwierig ist natürlich die Berechnung von Drehmomenten, beziehungsweise die Aufzeichnung oder Erfassung von Drehmomenten. Und die kann man aber berechnen basierend auf Modelle und Simulationspakete, mit denen sowas möglich ist. Also zum Beispiel Cosmos oder SolidWorks oder OpenSim oder Anybody und so weiter und so fort. Das sind alle Simulationstools oder Simulationswerkzeuge, mit denen man wirklich den Menschen simuliert und Kräfte und Momente in den Gelenken auch berechnen kann. Da will ich aber nicht darauf eingehen, aber ich will nur hier betonen, dass tatsächlich die Drehmomente, die in den Gelenken auftreten, die kann man nicht so direkt messen, und da muss man über bestimmte Modelle, also Modelle des menschlichen Körpers, ja, hier diese Kräfte bzw. Momente berechnen oder berechnen lassen. Und wenn man das so macht, also nehmen wir an, wir hätten ja diese Daten aufgezeichnet, also jetzt, wir wollen für jemand hier ein Exoskeleton machen, der soll ihr oder ihrem unterstützen beim Tragen von Kisten, beim Aufräumen vom vom Einkauf und so weiter und so fort, beim Putzen des Bodens. Wir nehmen diese Aktivitäten auf, ja, und wie ich bereits erwähnt habe, die Berechnung der Gelenkwinkel, zum Beispiel aus Weikon-Daten, ist kein großes Thema. Die Berechnung der Gelenkdrehmomente mit Hilfe von irgendwelchen Simulations- und Analysewerkzeugen, und dann bekommt man diese Informationen. Also zum Beispiel für die Gelenkwinkel. Das sind ja die 7 Gelenke, die uns interessieren. Schulter 1, Schulter 2, Schulter 3, also Rotation external, Ellenbogen, Rist 1, Rist 2, Rist 3. Also da sieht man hier das Supination, Pronation vom Unterarm, das Gelenk davor im Handgelenk und nicht im Ellenbogen realisiert ist, spielt auch keine Rolle an der Stelle. Und da sieht man hier die Gelenkwinkel in Grad von minus 80 bis plus 80 beispielsweise, und sieht man hier Prozent der Zeit, also wie lange waren die Gelenke bei diesen Activities of Daily Living in diesem Bereich. Ja? Also wie lange war zum Beispiel der Unterarm bei 20 Grad gedreht. Also da sieht man hier 10. Das sind irgendwelche Werte, die man normalisiert hat. Aber 10 ist hoch im Vergleich zu 1, wie man hier sieht. Sieht man beispielsweise, dass das erste Schultergelenk hier vor einer langen Zeit oder während einer Großzahl von diesen ADLs hier zwischen, keine Ahnung, 30 und 50 Grad war, beziehungsweise Schulter 2 bei ungefähr 0, ja, wahrscheinlich hängt der Arm runter, und dann bei 10 Grad, also wo man nur vielleicht bis hierher hochgeht, ja. Ellenbogen, da sieht man, dass man viel wahrscheinlich mit dem Ellenbogen gemacht hat. Also man sieht hier, anhand von diesen Diagrammen kann man jetzt so interpretieren, was Menschen tatsächlich in diesen 19 ADLs gemacht haben, beziehungsweise welche Gelenke waren dort wie stark involviert. Und das gleiche hier für die Drehmomente, ja, da sieht man hier natürlich, wenn das Gelenk hier sich bewegt, dann muss irgendwo ein Drehmoment auftreten. Da sehen wir hier wo Gelenk 1 sich bewegt hat, das sind die Drehmomente. Aber die Drehmomente hier bei Gelenk 2 sieht man, dass sie hier über 40% der Zeit ungefähr bei 0 waren,
und dann hier bei 2 Newtonmeter und so weiter und so fort. Hier kaum eigentlich Drehmoment über die gesamte Zeit, fast bei 0. Ellenbogen sieht man, dass man Drehmomente in beiden Richtungen aufbringen muss, ja, wahrscheinlich zum Hochheben, zum Abstellen. Das gleiche auch für Unterarmdrehung. Bei Unterarmdrehung muss man ja auch ein gewisses Drehmoment aufbringen, um die Objekte zum Beispiel fest in der Hand zu halten. So, das heißt, das ist die Information, da bekommt man ja eine Ahnung, welche Gelenke wie bewegt werden und wie stark muss die Unterstützung eigentlich in den jeweiligen Gelenken, weil das hat ja Einfluss auf das Design oder Auswahl von den Motoren bzw. von den Aktoren, die man hier benötigt. So, und wenn man diese Analysen macht, dann kann man alles so in einer Tabelle, da sieht man hier in dieser Tabelle einmal den Bewegungsraum für Gelenkwinkel und einmal hier Mittelwert, Median und der mittlere Square, Root Mean Square, ja. Da kann man anhand von dieser Tabelle tatsächlich ablesen, wo sind die Herausforderungen beim Design. Ja? Und da sieht man zum Beispiel hier bei Achse 4 und Achse 4 war ja Ellenbogen, dass wir 150 Grad realisieren müssen im Sinne von Bewegungsraum und dass wir bei der Achse 7 auch 150 Grad realisieren sollen. Achse 7 war das letzte Gelenk im Handgelenk, was für die Drehung vom Unterarm notwendig ist. Ja? Und die scheinen natürlich ganz zentral, diese zwei Achsen bei der Ausführung von diesen 19 ADLs zu sein. Das gleiche hier für die Drehmomente, das sieht man natürlich beim Ellenbogen hier, dass wir hier als Durchschnittswert hier 0,45 Newtonmeter beziehungsweise in der ersten Achse, ja, also Schultergelenk 1, 3,5 Newtonmeter beziehungsweise 1 Newtonmeter bei der zweiten Achse und entsprechend auch die Werte für die anderen Gelenke. So, genau. Wie es hier steht, man sieht also, den großen Bewegungsraum ist im Ellenbogen beziehungsweise im Unterarm, Supination, Pronation mit 150 Grad. So, das heißt, ab jetzt eigentlich kann man so ein Pflichtenheft an einem der sich mit Konstruktion auskennt und sagt, konstruiere für mich jetzt so ein System, was diese Bewegungsräume und also ein mechanisches zunächst mal System, als ob das jetzt ein Robotersystem ist, aber man muss natürlich noch sich Gedanken darüber machen, dass das Ding am Körper getragen wird. Das ist noch ein Punkt, was berücksichtigt werden muss und was noch nicht hier Teil von dieser Analyse. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wie man mit diesen zusätzlichen Anforderungen hier umgehen kann. Aber man hat eine Grundlage, also wo zum Beispiel einer, der sich in Konstruktion, im Maschinenbau sich auskennt und der fängt an, sich Gedanken darüber zu machen, wie man mit welchen Mechanismen und so weiter kann man sowas realisieren. Das Zweite, was ich erwähnt habe, ist nicht nur die Anzahl der Freiheitsgrade und die Bewegungsräume der einzelnen Freiheitsgrade, sondern tatsächlich, wie die ganzen Aktoren bzw. Sensoren angeordnet werden müssen, damit dieses Exoskelett am menschlichen Körper passt. Ja? Und hier gibt es mehrere Entwurfsprinzipien. Und die sind hier dargestellt. Das heißt, wenn wir nur eine Drehung für ein Segment des menschlichen Körpers, also betrachten wir mal hier das als Oberarm, ja, als der Oberarm, und wir wollen schauen, wie wir die Drehung von diesem Oberarm um diese Achse realisieren. Wo kann jetzt einer, der sowas konstruiert, welche Randbedingungen muss er berücksichtigen, damit er weiß oder sie weiß,
Wo bringt man Motoren, wo bringt man Aktoren, wie wird die Drehung oder die Kraft von dem Motor auf das Gelenk übertragen und so weiter und so fort. Und da gibt es hier 3 Prinzipien. Das erste Prinzip, dass wir ganz einfach hier ein Gelenk, ein Motor hier proximal vor ein einzelnes Freiheitsgrad, der dreht sich und dann haben wir irgendeine Übertragung der Drehgeschwindigkeit hier zu diesem Punkt, der natürlich am Exoskeleton, am menschlichen Körper befestigt ist und würde dazu führen, dass wir sowas machen. Die zweite Variante ist, wie man hier wie dargestellt ist, und werden wir auf Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Varianten gleich eingehen, dass man sagt, wir haben einen Bogen hier und dieser Bogen, der muss natürlich so dick sein, so eine Art Lager eigentlich, dass er der Muskel mal oder das Segment mal des Menschen erfasst. Und da haben wir hier einen Kontakt hier, also diese schwarzen Teile oder grauen Bereiche hier sind Kontakt mit dem menschlichen Körper. Und wenn das Ding hier sich dreht, also dieses Lager hier, dann dreht sich natürlich das Gelenk. Die dritte Variante, wie man sieht, da hat man nicht nur eine einzelne Achse, wie bei den ersten 2, sondern man hat ja mehrere Achsen. Also mehrere Achsen. Achse 1 ist hier und das ist der Kontakt hier oder die Schnittstelle zum menschlichen Körper, dann Achse 2 und dann Achse 3. Also 3 parallele, nicht kollineare Freiheitsgrade und hier so etwas, was so auf dem Rand drumherum platziert ist, wo ein einziges Freiheitsgrad, also für eine einzige Drehung. Über Translation reden wir ja nicht, aber über eine einzige Drehung in dem Fall. Und da wollen wir kurz die Vor- und Nachteile oder was es bedeutet, diese 3 unterschiedlichen Gelenkkonfigurationen. Die ersten A und B, wie man sieht, damit realisiert man nur einen Freiheitsgrad, ja, mit der entsprechenden Lagerung für die Rotation von einer Achse. Die dritte hier bei der dritten hier sieht man, dass man eine erste Achse hat, die ist ein bisschen weit weg eigentlich von dem Segment, also von der anatomischen Achse und dann zusätzlich mindestens 2 weitere Achsen hat. Und da werden wir gleich sehen, warum diese Achsen eigentlich notwendig sind. Vielleicht einige von euch können das schon ahnen, vielleicht um diese Mikro-Misalignments zu kompensieren. Also einmal die Rotation natürlich von diesem biologischen Segment, von der anatomischen Achse zu realisieren. Aber wenn ich jetzt hier diese mehreren Achsen habe, dann kann ich natürlich hier vielleicht versuchen, diese Mikro- oder Makro- oder insbesondere Mikro-Misalignment zu kompensieren. So, ein Exoskeleton Gelenk können wir dann platzieren am Ende von dieser langen Achse, zum Beispiel hier bei A, axial, axial zwischen die Enden der Segmente bei Fall B, indem wir praktisch hier sagen, okay, wir haben hier einen Radius A und Radius B und Radius B soll größer, größer als die maximale Ausdehnung von dem Muskel durch Kontraktion, also die maximale anthropomorphe oder biologische Radius von dem Muskel. Und bei Konfiguration C haben wir diese zusätzlichen Achsen, um diese Kollinearität der ersten Achse zu korrigieren. Ja? Im Hinblick, also bezüglich des rotierenden anatomischen Segments. Also sprich eigentlich diese Makro- bzw. Mikro-Misalignments reduzieren. Hier bei Variante A ist es natürlich sehr einfach. Das heißt, wir können ja Motor und alles schwere Komponenten ganz oben hier anbringen, Lagerung, Motor, Aktuator und so weiter und so fort. Dadurch haben wir keine großen Trägheitsmomente und wahrscheinlich auch und letztendlich auch weniger Energieverbrauch. Jedoch
wenn wir das hier da oben platzieren, dann könnte das wahrscheinlich Abduktionsbewegungen von der Schulter beeinträchtigen bzw. limitieren. Wir reden bei diesen drei Konzepten auch nicht darüber, ob tatsächlich dieses Exoskelett statisch ist, also irgendwo ein Gerät zur Rehabilitation und Therapie, oder ob das wirklich tragbar mobil, also wo man damit laufen kann und natürlich alles mit sich rumtragen kann. Also da machen wir noch diese Unterschiede nicht, aber es ist naheliegend natürlich, wenn wir hier die ganze Komplexität an der Schulter mal anbringen, dass wir dadurch Beeinträchtigung vom Bewegungsraum haben. Aber wir können die Drehmomente reduzieren, die Trägheitsmomente von dem Gesamtsystem reduzieren und somit auch der Energieverbrauch. Die Variante C, natürlich kann man mit diesen zusätzlichen Achsen diese Interferenzen, die auftreten, also letztendlich die Ursache für Mikro- und Makro oder die Interferenzen, die aufgrund von Mikro- und Makro-Misalignments auftreten, und zwar zwischen der ersten Achse und der biologischen Achse, können wir natürlich hier vermeiden bzw. reduzieren. Aber wie man sieht, hier braucht man zwei zusätzliche Achsen. Das bedeutet eigentlich mehr Gewicht und mehr Komplexität von der Konstruktion bis hin zum Gesamtdesign, also nicht nur Mechanik, sondern Elektrik und steuerungstechnisch im Vergleich zu der zu der ersten Konfiguration, also Konfiguration A. Die letzte Variante haben wir natürlich eine schöne Alternative, um eine Rotation um eine einzelne Achse zu realisieren. Der einzige Nachteil ist, wenn wir tatsächlich so eine Lagerung, so einen Ring um diese anatomische Achse oder anatomisches Segment haben, dass dieses Ring natürlich mit dem Körper kollidiert. Wenn es jetzt zum Beispiel um Oberarm geht, und das ist etwas, was man nicht haben will. Entweder muss man die ganze Zeit so laufen, oder man muss sich damit abfinden, dass das Ding immer gegen den Brustkorb stößt. Das will man ja nicht. Und was man hier macht, dass man nur ein Teilring, also keine volle 360 Grad hier hat, sondern nur ein Teil, wo die eine Seite, die zum menschlichen Körper geht, nicht durch so einen Ring, und man hat natürlich einen begrenzten oder man muss gucken, dass der gesamte Bewegungsraum erhalten bleibt, aber nur auf der richtigen Seite sozusagen und nicht auf der Seite, die zum Körper kommt. So, nun wissen wir eigentlich, wie viele Gelenke, müssen wir wie die Bewegungsräume der einzelnen Gelenke aus Bewegungsanalysen und die Drehmomente aus irgendwelchen Simulationspakete und Simulationstechniken, und wir wissen, welche unterschiedlichen Arten zum Konfigurieren von diesen Gelenken jetzt haben, A, B und C. Was brauchen wir noch? Was muss man noch eigentlich wissen? Natürlich muss man muss man sich Gedanken darüber machen, wie diese Verhältnisse von Performance oder Strength oder Kraft zu Gewicht, ja, beziehungsweise Energie zu Gewicht, das sind natürlich ganz zentrale Aspekte, wenn es darum geht, autarke Systeme, also mobile Exoskelette zu realisieren. Und wie ich bereits erwähnt habe, das ist noch eine große Herausforderung. Und deshalb sind tatsächlich oder würde man hier, weil wenn ich jetzt ein Exoskelett für die obere Extremität realisiere und wo die autark, also autonom beziehungsweise autark, das heißt die gesamte Steuerung, gesamte Energieverbrauch ist on board, dann ist es natürlich ein großes Gewicht, was auch der menschliche Körper tragen muss, extra tragen muss. Natürlich, ich kompensiere Bewegungen oder unterstütze Bewegungen der unteren Extremität, aber wenn ich 20, 30 Kilo am oberen Körper tue, damit ich die obere Extremität unterstütze, dann will wahrscheinlich keiner so ein Ding anziehen, weil man muss den ganzen Tag 40 Kilo, 20, auch wenn es 20 Kilo oder 15 Kilo, muss man den ganzen Tag sowas mit sich schleppen. Und deshalb ist es eigentlich die Motivation auch, warum man Ganzkörper-Exoskelette braucht. Das heißt, diese
die einzige Möglichkeit, tatsächlich den Menschen zu unterstützen, auch wenn es nur um obere Extremität geht, dass man diese Kräfte und Gewicht und alles, was durch zusätzliches, durch das Exoskelett zustande kommt oder durch schwere Objekte, die man trägt, die einzige Möglichkeit, diese Kräfte wirklich vorbei an dem menschlichen Körper zu leiten, ist der Boden. Ja, man kann keinen Arbeiter mit einem, also oder man muss dann für Exoskelette der oberen Extremität einen Arbeiter mit einem Exoskelett, eine Person mit Exoskelett 20, 30 Kilogramm extra am Tisch fixieren, damit tatsächlich dieses Zusatzgewicht und Gewicht von den Objekten, die man manipuliert, über den Tisch in den Boden geht. Oder man muss tatsächlich eine mechanische Schnittstelle zum Boden, also zum Beispiel Full-Body-Exoskeleton, wo die Kräfte, Zusatzgewicht und so weiter und so fort nicht durch den Bewegungsapparat, nicht durch unser Rücken und unsere Hüfte und Knie, sondern tatsächlich durch dieses ähm, Exoskeleton der unteren Extremität, was ja natürlich mit dem der oberen Extremität verbunden ist. Also sprich ein Full-Body-Exoskeleton ist hier notwendig. Und das ist meine feste Überzeugung, wenn wir es schaffen, solche Ganzkörper-Exoskelette zu entwickeln, ja, und Ganzkörper versteht ihr hoffentlich, was ich meine. Das heißt, eine Möglichkeit, mit der wir Kräfte und Momente, die irgendwo am menschlichen Körper auftreten, nicht durch den menschlichen Körper zum Boden zu schicken, sondern durch das Exoskelett zum Boden zu schicken. Genau, ich sehe, dass die Zeit um ist, aber zu Safety habe ich eigentlich viel heute gesagt und da geht es nicht nur um Safety auf irgendeinem Level, sondern ein umfassende Konzepte für Safety, mechanisch, hardware-technisch, aber auch software-technisch, bis hin zu IT-Security eigentlich von der Software, die bei solchem Exoskeleton auftritt. Und zu Mensch-Maschine oder Mensch-Exoskeleton-Interface werden wir ein separates Kapitel haben, wo wir uns entscheiden beim Design, geht es um eine nicht-invasive oder invasive Schnittstelle zum menschlichen Körper. Damit will ich die Vorlesung für heute beenden. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.